In der Menschheitsgeschichte gab es immer wieder tiefgreifende, disruptive Innovationen. Viele große Konzerne haben keinen Weg gefunden, sich der neuen Realität anzupassen. Warum? Damit hat sich der jüngst verstorbene Clayton Christensen beschäftigt. Lass dich überraschen. Wir stehen kurz vor einer neuen Innovationswelle. Damit meine ich die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Robotik in Verbindung mit der künstlichen Intelligenz. Die Fortschritte in maschinellem Lernen und neuronalen Netzen werden viele Industrien verändern, von Gesundheitswesen über Transport bis hin zu Kundenservice. Warum verpassen so viele Unternehmen neue Innovationswellen? Clayton Christensen, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School, hat sich genau diese Frage gestellt. Er unterrichtete einen der beliebtesten Kurse im zweiten Studienjahr: Aufbau und Erhaltung eines erfolgreichen Unternehmens. Christensen erhielt seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften von der Birmingham Young University und einen Master of Philosophy in angewandter Ökonomie von der Oxford University. Christensen hat 9 Bestseller geschrieben und mehr als 100 Artikel veröffentlicht. Sein erstes Buch The Innovator's Dilemma erhielt 1997 den Global Business Book Award als bestes Wirtschaftsbuch des Jahres. The Economist bezeichnete es 2011 als eines der 6 wichtigsten Bücher über Wirtschaft, die je geschrieben wurden. In The Innovator's Dilemma geht es um die Frage, warum die meisten großen Unternehmen neue Innovationswellen verpassen. Christensen führt aus, wie es dazu kommt, dass ein erfolgreiches Unternehmen mit seinen etablierten Produkten an den Rand gedrängt wird, wenn das Management nicht gelernt hat, wann und auf welche Weise sie traditionelle Geschäftspraktiken aufgeben müssen. Menschen akzeptieren etablierte Technologien. Wir unterscheiden zwischen 2 Arten von Technologien, die für einen Innovator relevant sind: etablierte Technologien und disruptive Technologien. In dem Verständnis, in welche Kategorie die jeweilige Technologie fällt, liegt der Schlüssel zum Erfolg von Entscheidungsträgern. Etablierte Technologien werden von der Gesellschaft bereits akzeptiert. Viele Kunden verwenden sie und sind mehr oder weniger zufrieden damit. Diese Technologien haben einen hohen Wert und bringen Nutzen. Beispiele für aktuelle etablierte Technologien sind Smartphones und Computer. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen Gesellschaft. Jeder weiß, was er von diesen Technologien erwarten kann. Egal welches Smartphone jemand kauft. Er erwartet, dass er damit telefonieren, SMS schreiben und Fotos machen kann. Der Eintritt in den Markt für etablierte Technologien ist für Führungskräfte äußerst schwierig. Das liegt an der größeren Konkurrenz. Allerdings mindern sie dadurch auch einige Risiken, denn etablierte Technologien werden von der Gesellschaft bereits verstanden und akzeptiert. Wenn Sie mit etablierten Technologien erfolgreich sein wollen, müssen Sie den Markt aufrütteln, beispielsweise indem Sie etwas Disruptives oder Interessantes tun. Typische Praktiken etablierter Unternehmen. Christensen stellt für das typische etablierte Unternehmen die folgenden 4 Praktiken fest: Auf die Meinung der Kunden hören, die Funktionen bereits funktionierender Technologien verbessern, versuchen, Investoren zufriedenzustellen, indem man ihre Erwartungen erfüllt. Große Märkte statt Nischen und kleine Märkte anvisieren. Disruptive Technologien stellen ein Risiko dar, denn sie greifen den Status quo an.
Sie gehören zum Innovationsmarkt und entstehen im Allgemeinen aus bereits etablierten Märkten. Disruptive Technologien sind aufgrund des fehlenden Wettbewerbs im Allgemeinen eine sichere Investition. Jedoch sind sie weniger fein abgestimmt und befinden sich in einem kleinen Markt. Obwohl disruptive Technologien eher scheitern, können sie auch steil steigen. Und manchmal scheitern sie und gehen fast in Konkurs, bevor die Gesellschaft die Technologie schließlich doch akzeptiert. Christensen charakterisiert disruptive Technologien als zukunftsorientiert. Sie haben deutlich mehr Potenzial und praktisch keine Konkurrenz. Jedoch gibt es keine Garantie, dass die Gesellschaft diese Technologien akzeptiert. Typische disruptive Unternehmenspraktiken. Wir können das typische disruptive Unternehmen in 4 Unternehmenspraktiken unterteilen. Beachten, was Kunden tun. Versuchen, neue und interessante Wege zu finden, um Dinge zu tun. Von den Grundwerten des Unternehmens getrieben sein. Kleinere und bisher nicht existierende Märkte erforschen, in der Hoffnung, den eigenen Markt zu erschaffen. Große Unternehmen tun sich schwer, sich anzupassen. Je mehr eine Organisation wächst, umso schwerer wird es für sie, sich an die Veränderungen der Welt anzupassen. Eines der Hauptgründe dafür ist, dass große Unternehmen Schwierigkeiten haben, aufkommende Trends zu erkennen, die eine Investition wert sind. Somit sind kleinere Firmen besser in der Lage, potenzielle Marktchancen zu nutzen. Die folgenden Faktoren führen dazu, dass große Unternehmen Schwierigkeiten haben, diese Trends zu erkennen. Das Unternehmen ist von seinen Kunden und Investoren abhängig. Große Unternehmen können nicht in einen aufstrebenden, riskanten Markt eintreten, wenn ihre Investoren und Kunden dem nicht zustimmen. Denn die Investoren und Kunden bilden das Rückgrat der Organisation. Ohne sie wäre das große Unternehmen nicht mehr groß. Der Einfluss von Investoren wächst in der Regel, wenn das Unternehmen wächst und Bürokratie und Meetings überhand nehmen. Darum benötigen große Unternehmen beträchtliche Geldbeträge, um den Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten. Die größten Unternehmen der Welt sind nicht daran interessiert, sich ein Stück eines kleineren Marktes zu sichern, da disruptive Technologien ein höheres Risiko bergen und über einen längeren Zeitraum mehr Investitionen erfordern. Wenn ein Unternehmen wächst, beginnen seine Führungskräfte mehr Entscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen. Über disruptive Technologien gibt es aber nicht genügend Daten. Daher wird ein Vorstand von Investoren nicht in sie investieren wollen. Viele technologische Investitionen werden niemals die Erwartungen des Marktes erfüllen können. Da große Unternehmen auf die Marktnachfrage angewiesen sind, haben sie kein Interesse an einer disruptiven Technologie, die derzeit als etwas seltsam angesehen wird. Technologische Übergänge sind entscheidend. Erfolgreiche Unternehmensleiter hören auf ihre Kunden und investieren massiv in neue Produkte und Maschinen. Warum also befinden sich Innovatoren in einem Dilemma? Auf Kunden zu hören wird nicht immer funktionieren, weil sie nicht wissen, was sie wollen. Käufer denken eben nicht in Begriffen der Innovation. Im Allgemeinen konzentrieren sie sich auf leistungsfähigere, schnellere oder fortschrittlichere Versionen dessen, was sie bereits kennen. Erstelle ein RPV-Framework. RPV steht für Ressourcen, Prozesse und Werte, also Values. Das Verständnis des RPV-Frameworks wird deinem Unternehmen helfen, Wege zu vermeiden, die nicht gut passen. Das RPV-Framework ist eine
Prüfung deines Unternehmens. Nimm dir Zeit, um dein eigenes Framework zu erstellen und um dein Team daran zu erinnern, warum es tut, was es tut. Das wird dich auch in eine bessere Position bringen, um Entscheidungen über die Zukunft zu treffen. Sei dir dieser Faktoren bewusst, um die Fähigkeiten deines Unternehmens besser zu verstehen. Dieses Wissen wird beeinflussen, was du tun kannst und was nicht, um den Erfolg deines Unternehmens aufrechtzuerhalten. Ressourcen. Die Ressourcen deines Unternehmens sind Mitarbeiter, Ausrüstung, Investitionen, Daten, Geld, Beziehungen und Technologie. Im Allgemeinen treffen Unternehmen Entscheidungen über die Zukunft auf der Grundlage ihrer aktuellen Ressourcen, aber das ist der falsche Ansatz. Lass dich nicht von deinem Mangel an Ressourcen davon abhalten, in etwas Bemerkenswertes zu investieren. Wenn du nicht über das notwendige Wissen für eine bestimmte Aufgabe verfügst, kannst du sie ohne weiteres an ein anderes Unternehmen auslagern. Prozesse. Die Prozesse deines Unternehmens sind eine Reihe von Aktionen, die Ressourcen in Produkte umwandeln. Gängige Beispiele für Prozesse sind interne und externe Kommunikation, Marktforschung und Budgetierung. Ein häufiger Fehler besteht darin, bestimmte Prozesse für bestimmte Produkte zu übernehmen und sie auf neue Produkte abzustimmen. Werte. Die Werte deines Unternehmens sind das, wofür es steht und warum es existiert. Sie sollten für jeden sichtbar sein. Ein Kunde sollte an diese Werte denken, wenn dein Unternehmen im Gespräch erwähnt wird. Deine Werte sollten auch die Märkte beeinflussen, in die du einsteigen möchtest. Beispielsweise sollte eine nachhaltige Marke nicht in Erwägung ziehen, in die Ölindustrie einzusteigen. Neue Märkte führen eher zum Scheitern. Wenn du in einen aufstrebenden Markt einsteigst, ist die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns höher als die des Erfolgs. Es kann mehrere Versuche in aufstrebenden Märkten zu erfolgen, bevor du Erfolg hast. Plane diesen Misserfolg ein, damit er deine langfristigen Ziele nicht beeinträchtigt. Wenn du ein Scheitern einkalkulierst, wird dein Ansatz mit deinem Unternehmen gesünder und effektiver sein. Du wirst nämlich in der Lage sein, deine Ressourcen besser zu verwalten und Rückschläge als unvermeidlich und nicht als katastrophal zu betrachten. Wegen der hohen Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns solltest du einige Ressourcen für einen alternativen Kurs zurückhalten. Stecke nicht gleich zu Beginn all deine Ressourcen in ein Produkt. Und schließlich lerne aus deinen Fehlern und wiederhole die relevanten Schritte. Auf disruptiven Märkten zählt nur der First Move. Einer der häufigsten Ratschläge an Unternehmen ist, der First Mover auf dem Markt zu sein. Im Wesentlichen möchtest du das erste Unternehmen auf dem Markt sein, das ein bestimmtes Produkt anbietet. Allerdings ist der First Mover nur dann im Vorteil, wenn disruptive Innovationen entwickelt werden. In einem etablierten Markt hat er wenig Wirkung. Eine wichtige Entscheidung für einen Innovationsmanager ist, ob er ein Anführer oder ein Mitläufer sein will. Der First-Mover-Vorteil scheint für Führungskräfte zu gelten, die disruptive Produkte einführen. Diese Marktführer schaffen neue Märkte, auf denen diese Produkte verkauft werden. Daher versuche nicht, der First Mover zu sein, es sei denn, du bietest wirklich bahnbrechende Produkte an. In seinem Buch liefert Christensen Beweise für die Wirksamkeit der Rolle des First Mover in disruptiven Märkten. Unternehmen, die disruptive Produkte auf den Markt brachten, erzielten zwischen 1976 und 1994 einen Gesamtumsatz von 62 Milliarden Dollar. Diejenigen, die später in den Markt traten, erzielten nur einen Gesamtumsatz von 3,3 Milliarden Dollar.
Das durchschnittliche Unternehmen, das in der disruptiven Technologie führend war, erzielte einen Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar. Wenn du also in disruptiven Märkten tätig werden möchtest, versuche der First Mover zu sein. So identifizierst du disruptive Technologien. Erstelle zur Identifizierung disruptiver Technologien ein Diagramm. Eine Achse zeigt die auf dem Markt geforderte Leistungsverbesserung, die andere Achse zeigt die durch die Technologie gebotene Leistungsverbesserung. Frage dich, ob die neue Technologie eine Chance für profitables Wachstum bietet. Schau dir die Kurven im Diagramm an. Verlaufen sie parallel? Sollte dies der Fall sein, ist es unwahrscheinlich, dass die neue Technologie mit dem Mainstream-Markt verschmelzen wird. Wenn sich die neue Technologie schneller entwickelt als die Nachfrage des Marktes nach Verbesserungen, könnte es sich um eine disruptive Technologie handeln. Abschließende Zusammenfassung und Überprüfung. Clayton Christensen zeigt in seinem Buch, dass es nicht ausreicht, alles richtig zu machen, um die Marktführerschaft zu behaupten. Über Nacht können Konkurrenten auftauchen und den Markt übernehmen. Um dies zu verhindern, solltest du in der Lage sein, disruptive Technologien zu identifizieren, die in Schwellenländern einen hohen Wert bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, beachte die folgenden Grundsätze. Den Ressourcenverbrauch eines Unternehmens bestimmen die aktuellen Kunden. Den Markt genau zu bestimmen, der durch eine disruptive Technologie beeinflusst wird, ist nicht möglich. Die Prozesse und Kernkompetenzen einer disruptiven Organisation sind genauso wichtig wie deine Mitarbeiter. Bestimmte Eigenschaften disruptiver Technologien machen sie in etablierten Märkten unattraktiv. In Schwellenländern können sie diese Eigenschaften aber wertvoll machen. Um die Fähigkeiten deines Unternehmens herauszufinden, lerne das RPV-Framework, also Ressourcen, Prozesse, Values, Werte, kennen. Kunden wissen nicht, was sie wollen. Also musst du der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Das war mein Beitrag für heute. Wie stehst du zu den Empfehlungen von Clayton Christensen? Kannst du sie teilen? Hast du ganz andere Erfahrungen gemacht? Hinterlass doch einen Kommentar dazu. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass bitte ein Like da und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Wir sehen uns am nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, ein Deutscher in Georgien. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.